Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SOMA. Und wir erinnern uns, wir mussten die letzten Folgen irgendwelche Zutaten besorgen für unseren super Power-Anzug hier geradezu. Und die haben wir auch gefunden und dann mussten wir diesen langen Gang hier entlang botzen, weil uns wieder irgend so ein Vieh da verfolgt hat. Dann haben wir es aber rechtzeitig geschafft, die Tür zu schließen und ja, dann wollen wir mal uns diesem Anzug widmen, der sich in Sonde Nummer D befindet. Und los geht's. I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it? Change body? Yes, if you want to stay here, I'm not gonna stand in your way. I don't want to tell you what to do. What would it be like before? Close my eyes and then... And then open them again. Alright, let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Okay, wir wechseln wieder mal den Körper und wir schließen die Augen und dann ist es auch schon geschehen. Gut, dann nehmen wir mal Platz. Hier liegt ein Stecker. Oh, ein Uhrmacherwerkzeug. Eine Zange. Den Stecker können wir nirgends einstecken. So, was haben wir hier? Parameter sperren. Ausgleichfrequenz. Muss ich hier noch irgendwas einstellen? We need to loop back the activity manifested by your current cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it, just make them line up. Okay, wir müssen den Cortex-Chip mit dieser komischen Impulswelle hier synchronisieren. Dann gucken wir mal. Bingo! Parameter sperren. That's everything. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control, so please, have a seat. Gut, dann nehmen wir Platz. Sorry about any discomfort. This should be over soon. It's like having a fish with you. But with the most expensive camera in the world, You know, Indians thought photos would steal their souls. in this case, they'd be right. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? What was that? No, it's just, Why was it still talking? it's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Okay. Es hat Catherine uns dupliziert und hier sitzen wir. So sehen wir also von außen aus. Und wir befinden uns jetzt in dem komischen Anzug mit der kopflosen Frau, die da vorher drin war.
Eigenartig, eigenartig, eigenartig. Gut. Ich schnapp mir mal mein Omnitool zurück. Und... ja. Verlass dann dieses Objekt. Okay. Da musste ich gerade nicht viel schwenken. Bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Die existieren also parallel. Okay. Ich kontrolliere nur ab und zu mal, ob alles läuft. Okay. Dann befinden wir uns wohl im Abgrund. Und wie wir sehen, ist es dunkel. Ich gucke mal erstmal, bevor ich über diese Brücke gehe. Hier rechts entlang, wo ich auch über eine Brücke gehen kann. Ach du heiliger Strohsack. So, eine Leiter führt nach unten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sind wir jetzt schon unten oder nicht? Ich guck mal vorher hier nochmal entlang. Es gibt also 2 Wege. Gucken, ob uns dieser ja auch nach unten führt. Ja. So. Oh. Hier geht's aber nicht wirklich weiter. Also nehme ich doch den von mir als erstes gewählten Weg. So. Wir wollen ja nichts unentdeckt lassen. Obwohl ich manchmal das Gefühl habe, als renne ich hier bloß überall durch. So. Und wir steigen hinab. Mit unserem neuen kampferprobten Anzug. Und ich sehe nichts nach unten. Da ist wieder eine Omnitool-Station. Ah, okay. Und hier krisselt's gerade. Are we done here? Yeah, Activate the climber, please. sure thing. Deaktiviere die Aufzugsplattform. Was? Oh, was schon denn da? Ach, gucke mal. Ein kleiner Begleiter. Und wieso krisselt das schon wieder so komisch hier? Oh Mann, Mann, Mann. So, Passagiere 1. Hoch, runter. Und ab die Post. Take a seat and we'll be off. Na denn. Der Sonnenlichtbereich. Reich an Licht und Sauerstoff, Pathos. I woke up in the right body. He's a redundant copy. Will never experience my journey, the full journey. He wouldn't understand. How could he? I couldn't do it, and you knew it. You were right in trying to hide him from me. Only wish you'd done a better job. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I had to, tuck my arms so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I
got all the way up to the corner ledge, and I felt the warm wind in my hair, and the sun was setting, and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Okay. Catherine? Kath? Hello, Catherine. What happened? Also ein Stromausfall ist es nicht, weil da leuchtet noch ein Display. Und mir juckt mein Auge irgendwie. Cool. Kaum ist die Facecam an, juckt mir alles. So, wir schnappen... Ach nee, das ist das Display von dem Omni-Tool. Also wird wohl doch der Strom weg sein. Genau wie meine Stimme gerade. So, hier kann ich nichts mehr anklicken. Das Omni-Tool hängt fest. Kriege ich hier irgendeine Tür geöffnet? Nein, aber die Leiter. Gut. Dann mal gucken, ob wir schon unten angekommen sind oder ob wir wieder mal auf halbem Weg festhängen. So wie es aussieht, hängen wir auf dem halben Weg fest. So, hier ist die Elektrik. So, eine Sicherung ist gekommen. Hey, I know it's not much, but why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. So, wir sind also noch nicht unten angekommen. Das sehen wir hier auf dieser schönen Tafel. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir fort. Welchen Knopf muss ich drücken? Hallo? Mich einfach nur hinsetzen? Does time freeze when you're not powered? Time feels omitted. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes, but generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. Okay, wir... Hallo? You did it! You did it! No preparations.
Was? Alter. Ich wollte gerade sagen, wir sind unten angekommen, aber sind wir wohl auch und wurden auch schon schön empfangen. Speicherpunkt. Oh, good, you're back. What happened? Something dropped onto the cage. Knocks you right out. It spoke to me. Looked like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. I'm glad it didn't. Yeah, me too. Ah, da unten die grüne Linie ist unser Zielort. We're closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber could take it much longer. Okay, so this is the Omega sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach town. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Deal with the evil's been here. We're following your own footsteps, Kat. When I had footsteps. You could still be down here somewhere, technically. Don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for town and find that on. Nun gut, jetzt sind wir unten angekommen. Wir nehmen unser Omnitool wieder mit. Und schwenken nochmal eine Runde. Können die Türe öffnen. Und hier sehen wir irgendwie nicht weit. Okay. Dann schreiten wir mal die Treppe hinab. Zu dieser rot blinkenden Tafel. Fehler. Luma-Link zum Rufen der Aufzugsplattform erforderlich. Okay. Die brauchen wir nicht. Denn wir müssen ja nach unten. Okay. Danger, area unsafe. Stay close to the lights. Okay, wir bleiben nahe am Licht. Da flackert irgendwas. Was haben wir hier? Ein Käfig, den wir öffnen können. So, ACR-Log. So. Angemeldet Julia Dahl. Mustersammlung. Ellen Waldeck. Transport der Arche nach Pi. Okay. Anmelden kann ich mich nicht. Gut, dann kann ich hier wieder rausgehen. Und gucke ich mal hier drüben. Ist alles so verschwommen hier. So. Da gibt es nichts. Was haben wir hier? Ein Databuffer. Hören wir mal rein. Tao? Come in, Tao. Please answer, Tao. Nothing. It's dead. Let's move out. We'll try the next one. Okay. Die Verbindung ist tot. Ich habe ja noch meine Taschenlampe, fällt mir gerade ein. Damit können wir in die kleinsten Ecken leuchten. Gut, hier ist nichts weiter. Da blinkt etwas. So, Master Switch. 6600 Volt. Oh. Schwerelosigkeit. Das lasse ich mal da liegen. So, dann gucken wir mal, ob es hier was zu gucken gibt. Nee. Nichts. Eine Airbrush-Pistole. Irgendwas rumpelt hier im Hintergrund. Okay. Da ist eine weitere Tür. Die ist offen. Sind das so eine Lagerräume hier? Eventuell. So. Eine Bereichskarte. Warning. Vaulting Activity. Strong Torrents expected. Climber Station Observatorium. Tau. Pi.
Okay, wo sind wir? Keine Ahnung. Gut, gut. Aber wir haben noch nie eine Karte gebraucht, also... Egal. So, irgendwelche Maschinenteile. Und sonst nichts weiter. Gut, schreiten wir voran. Die geht nicht auf. Wo liegen wir eigentlich zeitlich? Ja, wir könnten ja mal langsam zum Schluss kommen. So, was haben wir denn hier? Danger, stay close to the lights. Blue leads to Tau. Red leads to the climber. Wo müssen wir denn hin? Ja, folgen wir blau oder folgen wir rot? Gut. Hier ist es mir eindeutig zu dunkel, also folge ich dann mal den blauen Lichtern Richtung Tau. Ich hoffe, mir passiert hier nichts Böses. Das die blauen Lichter sieht eher nach grün aus. Lassen wir uns überraschen. Was war das? Gut. Zeit fürs Folgenende. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bäh.